Ein Bärenreittier, eine geheimnisvolle Katze, 2 Transmog-Sets, neue Wappenröcke und sogar Dekoration fürs Housing. Dataminer haben eine ganze Reihe möglicher Werbeboni rund um Project Camelot zusammengetragen. Gleichzeitig wurde Version 1.60.1 erneut aktualisiert. Bereitet Blizzard Classic Plus also nicht nur technisch, sondern bereits für den Verkauf vor? Oder werfen wir gerade wieder Dinge zusammen, die möglicherweise gar nicht zusammengehören? Heute möchte ich gemeinsam mit euch die neuen Camelot-Funde einordnen. Denn eines gleich vorweg, Blizzard hat weder Classic Plus noch Project Camelot offiziell angekündigt. Auch wenn das natürlich jetzt wieder auf Unmut trifft, sprechen wir trotzdem weiterhin über Datamining und nicht über bestätigte Spielinhalte. Der Dataminer Steven hat wohl mehrere Inhalte gesammelt, die seiner Meinung nach zu einer möglichen Werbeaktion zu Project Camelot gehören könnten. Dazu zählt ein Bärenreittier, was aber wohl bereits schon früher in den Daten aufgetaucht sei. Neu ist das Cat Skyborn Mount, also so ein Katzenreittier der Skyborn. Das Modell selbst können wir bisher nicht einsehen, weil die entsprechenden Dateien halt verschlüsselt sind. Gefunden wurden aber offenbar 4 Symbole für 4 unterschiedliche Farben. Der Dataminer Steven vermutet deshalb, dass es sich um das Reittier eines neuen Volkes handeln könnte. Aber genau hier müssen wir wieder reindreschen, bremsen, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Die 4 Farben bestätigen natürlich kein spielbares Volk. Es ist naheliegend, ja, aber die Skyborn könnten genauso gut eine neue Gruppierung innerhalb der Spielwelt sein oder vielleicht gehören sie zu einer Questreihe oder zu einem Gebiet. Und möglicherweise haben diese Funde dann am Ende gar nichts direkt mit Classic Plus an sich zu tun. Interessant ist die Katze trotzdem. Laut Steven gibt es Hinweise auf eine Classic-Version und eine moderne Retail-Version desselben Reittiers. Zusätzlich nennt er 2 Transmog-Sets, einen besonderen Umhang, ein Spielzeug, 2 Wappenröcke und 5 Dekorationen fürs Housing. Einige dieser Gegenstände sind aber ausdrücklich für das moderne World of Warcraft gedacht. Das bedeutet aber wiederum nicht automatisch, dass Classic Plus ein Transmog-System, Housing oder einen eigenen Shop bekommt. Viel wahrscheinlicher wäre zunächst eine andere Möglichkeit und ich weiß, es hat schon euch in den Fingern gejuckt. Blizzard könnte nämlich verschiedene Versionen von Project Camelot verkaufen und dafür Belohnungen im modernen World of Warcraft verteilen. Wir kennen bereits die gefundenen Bezeichnungen Heroic und Epic für World of Warcraft Camelot und in die Richtung könnte es gehen. Solche Namen klingen natürlich nach unterschiedlichen Paketen. Was darin enthalten sein könnte, wussten wir aber bis heute noch nicht und wissen wir auch nicht. Ein aktuelles Beispiel liefert Blizzard aber sogar selbst. Für die BlizzCon verkauft Blizzard ein digitales Paket mit einem Reittier, einem Transmog-Set und einer Dekoration für Housing. Diese Gegenstände sind laut Blizzard aber nicht in den Classic-Versionen von World of Warcraft verfügbar. Genauso könnte es auch bei Camelot funktionieren. Man kauft eine besondere Version und erhält einige Belohnungen im modernen World of Warcraft. Das wäre noch lange kein Beweis für einen Shop innerhalb von Classic Plus. Neben diesen möglichen Werbeboni gibt es aber noch eine zweite neue Entwicklung und ich möchte euch damit tatsächlich nicht nerven oder auf den Schnürsenkel gehen, aber in der Nacht zum 15. August wurde auf Blizzards interner Testumgebung WoWDev 2 ein neuer Arbeitsstand sichtbar. Aus Bild 69141 wurde Bild 69328. Version 1.60.1 wird also weiter bearbeitet. Das ist eine klare und überprüfbare Information. Was Blizzard aber verändert hat, sehen wir wiederum nicht. Die Dateien bleiben ja weiterhin verschlüsselt. An dieser Stelle möchte ich aber außerdem eine Sache aus dem letzten Video genauer einordnen. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass sich bei WoWDev 2 und WoW Live Test 2 zur selben Zeit dieselbe Einstellung im Hintergrund verändert hat. Das wirkte zunächst wie eine besondere Verbindung. Inzwischen sehen wir aber, dass auch eine weitere normale Testumgebung von Blizzard dieselbe Änderung erhalten hat. Es war also offenbar eine größere technische Umstellung und keine exklusive Verbindung zwischen Version 1.60.1 und einem möglichen Live-Test. Der neue Bild bleibt auffällig,
Diese eine Verbindung ist aber weniger stark, als sie zunächst wirkte. Und genau deshalb aktualisieren wir unsere Einordnung, sobald neue Informationen auftauchen. Was bleibt also am Ende übrig? Ja, Blizzard arbeitet weiter an Version 1.60.1. Es gibt mögliche Werbe- und Bonusinhalte, die zu Camelot gehören könnten, und die bereits gefundenen Heroic- und Epic-Bezeichnungen wirken dadurch noch einmal interessanter. Nicht bestätigt sind ein Shop für Classic Plus, ein Transmog-System, Housing oder ein neues spielbares Volk. Auch wenn ich jetzt sehr gerne darüber spekulieren und diskutieren würde, aber es ist halt einfach nicht bestätigt. Es tut mir doch leid. Die neuen Funde zeigen also vor allem eines: Rund um Project Camelot passiert weiterhin ordentlich etwas. Wie groß dieses Projekt ist und welche Inhalte am Ende wirklich dazugehören, können wir aber einfach noch nicht sagen. Die entscheidende Frage geht also an euch. Würden euch Belohnungen für das moderne WoW stören, wenn ihr eine besondere Classic Plus Version kauft? Oder wäre für euch erst dann die Grenze überschritten, wenn solche Gegenstände direkt in Classic Plus verkauft werden würden? So ein bisschen kann ich mir die Meinung schon vorstellen. Schreibt mir eure Meinung trotzdem gerne in die Kommentare, und wenn ihr weiterhin die Reise mit Classic Plus bei FolgeQuest bis zur BlizzCon gemeinsam verfolgen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten FolgeQuest.